Ja, ich glaube, es gehören sehr viele Sachen dazu, was mich zu dem Menschen machen, was ich heute bin. Zum einen natürlich meine Eltern, meine Familie, meine Freunde, aber auch die Stadt Innsbruck und Tirol, wo ich halt aufgewachsen bin. Und alles, was dazugehört. Natürlich dann vor allem auch der Sport. Also ich glaube schon, dass das Klettern mich zu dem gemacht hat, auch was ich bin, oder zumindest einen großen Bestandteil in meinem Leben einfach gehabt hat. Sei es der ganze Freundeskreis, mit dem ich aufgewachsen bin, die Trainer, mit denen ich zum Turnen gehabt habe, und überhaupt einfach das Thema Leistungssport, das was einen Menschen, glaube ich, schon auch prägt, weil man einfach sehr viele Sachen auch fürs Leben dazulernt. Natürlich kann ich mich, glaube ich, immer noch als Mensch weiterentwickeln und hoffe, dass ich das noch viele Jahre machen werde. Ja, ich bin eigentlich jetzt nicht so der Sportler, der was so voll die Rituale oder Ticks hat. Also, ob ich jetzt den einen Kletterschuh oder den anderen zuerst anziehe, ist mir eigentlich eher egal. Und falls ich irgend sowas einmal früher angefangen habe zu entwickeln, habe ich mich eigentlich immer eher dazu gezwungen, dass ich das wegkriege, weil ich mir immer gedacht habe, das ist nicht vorteilhaft, wenn ich irgendwie solche Aberglauben entwickle. Weil wenn es dann irgendwann einmal echt vergisst oder was auch immer nicht möglich ist zu machen, dann glaube ich, kannst du dich mental noch fertig machen. Und von dem her habe ich eigentlich immer versucht, solche Sachen zu verhindern. Ja, ich habe Gott sei Dank schon einige coole und auch emotionale Sportmomente gehabt, aber ich glaube, der allerzargste war auf jeden Fall der bei den Olympischen Spielen in Tokio. Erstes Mal bei Olympia unsere Sportart dabei gewesen und natürlich habe ich das große Ziel, eine Medaille gehabt, und es hat sehr lang so ausgeschaut während der Runde, als ob der mit dem Traum nichts wert, und wo ich dann die letzte Route, also im Vorstieg, noch geklettert bin und von meinem Trainer einige Zeit gekriegt habe, dass ich einen Dreier geholt habe, die Bronzemedaille. Den Moment werde ich nie vergessen, der war unglaublich. Ja, natürlich, Niederlagen und Misserfolg gehören auch zum Sport dazu. Ich kann mich noch gut erinnern, obwohl es jetzt mittlerweile schon sehr lange her ist, wo ich in den Weltcup gerade eingestartet bin als noch junger Athlet. Also damals war ich 17, habe meine ersten 2 Weltcups bestritten und die waren beide gleich extrem erfolgreich. Da bin ich Vierter und Zweiter geworden. Aber gleich danach ist es eigentlich einmal so ein ganzes Jahr lang eher bergab gegangen. Ich war zwar immer noch regelmäßig im Finale, immer so 8., 7., aber habe nie wieder den Sprung aufs Podium oder überhaupt ganz vor im Finale dann geschafft. Und ich weiß noch, dass das eine extrem frustrierende Zeit war, weil ich nicht gewusst habe, an was es liegt. Irgendwie habe ich immer im Finale einen Scheiß gebaut und bin entweder ausgerutscht oder sonst irgendwas und irgendwie nicht mehr gescheit vorgekommen. Ja, wie ich mich nach einer Niederlage motiviere, hat sich, glaube ich, ein bisschen geändert. Also mittlerweile bin ich ein sehr erfahrener Athlet und ich weiß einfach, dass das dazugehört, und ich habe schon sehr viele Niederlagen, vor allem jetzt zum Beispiel im Bouldern, erlebt und dann aber sehr oft wieder einen Aufschwung. Deswegen nehme ich das heutzutage nicht mehr so ernst, wenn es einmal nicht so läuft, weil das gehört einfach dazu zum Sport. Aber natürlich am Anfang meiner Karriere war ich mit dem noch nicht so vertraut und da war es schwieriger, mit solchen Niederlagen umzugehen. Ich glaube, da war es extrem wichtig, dass ich einfach auch gute Freunde, eine Familie habe, die was hinter mir stehen, die was meinen Rücken frei halten. Und egal wie es mir bei Bewerben gegangen ist, habe ich gewusst, alle sind stolz auf mich und ich werde wieder aufgemuntert. Und ich glaube, das hat mir damals sehr viel geholfen, dass ich mich wieder motivieren kann und auch immer an mich glaube. Also wenn ich jetzt einen Tag auswählen müsste und dann nochmal leben, das ist echt eine schwierige Entscheidung, weil Gott sei Dank bin ich ein sehr glücklicher Mensch und habe echt schon einige geile Tage erlebt und hoffentlich auch noch, kommen noch viele. Aber was ich auf jeden Fall nehmen darf, glaube ich, war mein Weltmeistertitel bei der WM in Innsbruck, Heim-WM. Ich bin da Doppelweltmeister geworden, zuerst im Vorstieg und dann auch noch in der Kombination. Und gerade da der letzte Tag eben, Kombinationsevent, das war der letzte Tag der WM, habe ich da meinen 2. WM-Titel geholt. Und es war nicht nur der Titel, es war einfach die ganze WM, das ganze Ereignis mit dem Heimpublikum, Familien, Freunde, alle dabei. Und weil es halt dann auch noch der letzte Tag von der WM war, habe ich dann auch endlich richtig feiern gehen dürfen. Und das ist natürlich bei einer Heim-WM auch nochmal was ganz Besonderes, weil nicht nur die ganzen Kollegen, was im Team sind, dabei sind, sondern wirklich der ganze Freundeskreis in Innsbruck da war, Familie und alle dabei, und da einfach das gemeinsam feiern und da miterleben, wie sich da alle mit mir freuen, das war mega besonders.
Ja, also ich habe, glaube ich, bis jetzt in meinem Leben noch nicht so ganz große und bedeutende Entscheidungen, was jetzt mein Leben komplett auf den Kopf gestellt haben, treffen müssen, Gott sei Dank. Aber ich glaube natürlich war es schon eine wichtige Entscheidung, dass ich mich damals nach meinem Bachelorstudium, also ich habe ein Bachelorstudium in Wirtschaftswissenschaften abgeschlossen und mich dann entschieden, dass ich jetzt einmal fertig bin mit Schule und Studium und mich wirklich voll nur aufs Klettern konzentriere. Ich glaube, das war eine wichtige Entscheidung in meiner Karriere, die was ich Gott sei Dank auch gar nicht bereue. Ja, ich glaube, als Sportler kann man sich natürlich von vielen Menschen was abschneiden und auf die aufschauen. Es müssen gar nicht andere Sportler sein, aber natürlich liegt das auch ein bisschen auf der Hand. In meinem Fall sind es jetzt nicht unbedingt andere Kletterer. Ich glaube, das ist natürlich auch wichtig. Also es gibt viele andere Kletterer, die ich extrem respektiere, von denen ich versuche, was abzuschauen und auch in mein Training und in meinen Alltag einfließen lasse, wie gewisse Routen oder Boulder in Zukunft angeht zum Beispiel. Aber jetzt ein Sportler, was mich glaube ich schon auch beeinflusst hat oder den was ich einfach extrem respektiere, ist der Roger Federer. Der hat mir einfach immer extrem beeindruckt, auf viele Weisen. Also zum einen natürlich, wie gut er Tennis spielt, aber zum anderen, wie sympathisch er immer umkommt, wie er auch in der ganzen Welt wahrgenommen wird, seine Beliebtheit und auch, dass er einfach so viele Jahre das geschafft hat, sich zu motivieren, auch nachdem er schon eigentlich alles erreicht hat, trotzdem noch so lange an der Weltspitze war. Mittlerweile bin ich auch schon ein älterer Kletterer mit Anfang 30 und das ist etwas, was mich motiviert, noch viele Jahre weiterzumachen. Ja, ich glaube, ich bin froh über die meisten Entscheidungen, was ich in meinem Leben, vor allem bezüglich des Klettern, getroffen habe. Von dem her, wenn ich jetzt mit meinem 16-jährigen Ich reden würde, kann ich ihm gar nicht so viele Sachen sagen, die was er anders machen sollte. Natürlich bin ich jetzt viel erfahrener, was das Klettern angeht und kann ihm die eine oder andere Entscheidung abnehmen oder vielleicht ein paar Trainingstipps und so weiter geben. Vielleicht kann ich ihm auch schon sagen, dass er die Carmen, also meine jetzige Freundin, schon ein bisschen früher kennenlernen kann. Das war natürlich auch ganz gut. Aber ich glaube, insgesamt bin ich sehr zufrieden mit den Entscheidungen, was ich getroffen habe. Und ich glaube, es ist ja auch cool, wenn man alles ein bisschen spontan angeht. Von dem her würde ich ihm, glaube ich, nicht so viel verraten. Ja, ich bin zwar, glaube ich, schon ein sehr guter Kletterer, aber in allen Sachen im Klettern bin ich jetzt doch auch nicht der Beste. Also es gibt auf jeden Fall Sachen, was ich gerne besser kennen darf, wo andere um einiges besser sein wie ich. Und eins davon ist auf jeden Fall Beweglichkeit. Also ich bin ein sehr unbeweglicher Kletterer und da gibt es manche, die können sich einfach ganz anders verrenken wie ich. Gibt mir manchmal einen gewissen Vorteil, weil in gewisser Weise ist manchmal Unbeweglichkeit auch ein Vorteil, weil man einfach mehr Spannung vielleicht auch aufbauen kann auf gewisse Züge. Aber es gibt speziell beim Bouldern manchmal Probleme, wo ich mich extrem schwer tue wegen meiner Unbeweglichkeit und da beneide ich den einen oder anderen Kletterer schon manchmal sehr darum. Ja, natürlich ist es als Sportler sehr wichtig, dass man sich Ziele setzt. Ich war, glaube ich, immer schon, dass sich eher auch hochgesetzte Ziele gesetzt hat und in der Vergangenheit habe ich die auch sehr oft erreicht und habe das auch vor, in Zukunft immer noch zu machen. Ich glaube, dass natürlich Selbstvertrauen und Ehrgeiz eine extrem große Rolle spielen und damit in Verbundenheit natürlich auch Motivation. Was zu dem Ganzen auch extrem wichtig ist für mich, ist Spaß. Also gerade im Training spielt Spaß, finde ich, eine enorm große Rolle, weil wenn man viel Spaß hat, dann ist es sehr leicht, sich gut zu motivieren. Wenn man sehr gut motiviert ist, dann ist es leicht, eine gute Form zu erreichen und wenn man eine gute Form hat, dann ist es leicht, selbstbewusst zu sein und wenn die ganzen Faktoren gut zusammenspielen, dann erreicht man meistens seine Ziele. Ja, warum mache ich das, was ich mache? Die Antwort ist eigentlich sehr leicht. Ich mache es, weil es mir Spaß macht und weil es mir glücklich macht. Ich glaube, glücklich sein ist das Wichtigste im Leben.